Hey, yo, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, wir haben Erstkontakt. Ne? Die Duke 97 2018er Modell. Hier nochmal vielen lieben Dank an den Marc, ja, und Panther Racing, dass er mir das Fahrzeug hier zur Verfügung gestellt hat, dass wir es jetzt testen durften und die ersten Daten quasi aufnehmen. Ne? Das hat ungefähr bei Facebook so eine Viertelstunde gedauert, nachdem wir den Aufruf gestartet hatten. Ne? Marc war am schnellsten und so hatten wir das Fahrzeug fix. So, ja, hier halt es auch ein bisschen, weil wir stehen nämlich gerade in unserem, naja, fast fertigen Prüfstandsraum. Ne? Dauert noch ein bisschen, bis der wirklich komplett dicht zu- und schallisoliert ist. Aber ne, wie gesagt, die Wochenenden sind ja dafür da, in der Baustelle zu arbeiten. Gut, kommen wir jetzt als allererstes mal zu dem Schätzchen hier. Fakt ist, für uns wird es jetzt schwieriger. Das heißt, schwieriger in dem Sinne, dass es nicht mehr so einfach ist, bei solchen Fahrzeugen, also bei so modernen Fahrzeugen mit modernen Steuergeräten und die auch nach den modernen Richtlinien der Euro 4 bzw. jetzt kommenden Euro 5 programmiert sind, da so einfach ein bisschen einzugreifen in puncto Gemisch, wie es halt vorher bei den anderen Fahrzeugen möglich war. Ja, warum ist das so? Wir haben zum Beispiel hier gerade bei diesem Motorrad eine, wie soll man es nennen, jetzt wirklich intelligente CPU. Ja, also wir haben ein Steuergerät, was permanent in der Lage ist, die Gemischaufbereitung, die man ihm vorgegeben hat, ja, in einem festen Parameter, zu überwachen und auch nachzuregulieren. So, warum ist das so? Das ist natürlich jetzt bedingt durch die Abgaswerte, die wir bald vor der Brust haben, zum Beispiel auch die Euro 5, ist es eben halt nicht anders möglich, hier diese Werte zu schaffen bzw. einzuhalten. Des Weiteren kommt noch hinzu, dass der alte Prüfzyklus, wo ich schon öfters mal in Videos drüber gesprochen habe, also wo Fahrzeuge bei der Homologation abgastechnisch geprüft werden, der nannte sich damals NEFZ, der war ja recht, wie wollen wir es nennen, nicht besonders realitätsnah, so wie die Herren Prüfer auf dem Prüfstand da gefahren sind. Ne? Das ist jetzt leider auch Geschichte. Ja, man hat jetzt dann auch irgendwann mal festgestellt, dass es dann doch nicht so, wirklich aussagekräftig ist, gerade vor allen Dingen im Pkw-Bereich, weil da ja unheimlich viel Schuh gemacht wurde mit dem Spritverbrauch, mit dem CO und hin und her. Und hat jetzt einen neuen Prüfzyklus dementsprechend erarbeitet. Der greift seit, ich will nichts Falsches sagen, seit ungefähr 2016, ist jetzt für Neufahrzeuge, glaube ich, ab September 2018 bindend und der nennt sich WLTP. So, was heißt das? Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Das ist der Worldwide Harmonized Light Vehicle Test. So. Schweres Wort, heißt eigentlich nichts anderes, als dass man diesen Closed Loop, also diesen geschlossenen Regelkreis für die Gemischaufbereitung über die ganze, oder nicht über die ganze, aber über einen sehr breiten Bereich des Betriebes ausgeweitet hat. Ne? Also die Drehzahlen sind wesentlich höher, die Drosselklappenöffnungen sind wesentlich höher, also genau eigentlich in dem Bereich, wo man, wir wollen es mal nennen, so ungefähr normal Motorrad fährt. Ne? Nicht immer nur voll Kit, klar, aber so Stadtverkehr, also wenn man richtig normal in der Stadt fahren muss oder eben halt auch mal auf der Landstraße ein bisschen dahin rollt. Also in diesen Bereichen muss also das Steuergerät in der Lage sein, permanent diese geforderten Abgaswerte der Euro 4 oder bald halt kommenden Euro 5 zu erfüllen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Und daher haben wir jetzt nämlich folgendes Problem. Also wir hier auf dem Prüfstand, beziehungsweise die Tuner, die eben halt jetzt mal sagen, okay, komm, da programmieren wir schnell raus, machen wir ein Power Commander rein oder ein anderes Zusatzgerät, ist ja kein Problem. Ja, leider geht das so einfach nicht mehr. Warum? Das sage ich euch jetzt. So, warum ist das nicht mehr so einfach? Vorher oder auch bei den Einzelnen ist es Gott sei Dank noch so,
wir haben ein Steuergerät, wir haben eine Lambda-Sonde und wir haben ein Sprungsondensignal. Das Signal, deswegen heißt das Ding auch Sprungsonde, springt also quasi zwischen 0 Volt und 1 Volt immer hin und her und dementsprechend merkt das Steuergerät, bei 1 Volt ist ganz fett und bei 0 Volt ist zu mager. Ja, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, ist natürlich ein bisschen komplexer, aber so kann man sich das ungefähr bildlich vorstellen. Das heißt, die Sprungsonde springt hin und her und vorher konnten wir einfach dem Steuergerät mit Hilfe eines Lambda-Sonden-Dummies, also eine Lambda-Sonde ausstecken, dann zum Beispiel von Power Commander die Stecker da rein mit den Widerständen. Da wurde ein konstantes Signal weitergegeben und da war das Steuergerät mit zufrieden und wir konnten ja quasi machen, was wir wollten. So, das ist hier leider nicht mehr machbar, weil dieses moderne, intelligente Steuergerät diese Sprünge zwischen zu fett und zu mager permanent reguliert, also permanent auch haben möchte. Wenn wir dem jetzt ein Dauersignal geben über so ein Dummy, sagt er Störung, weil ich habe nicht dieses pendelnde Signal. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, durch diese Permanentüberwachung der Lambda-Sonden im Krümmer steuert quasi das Steuergerät permanent das Gemisch so nach, wie es im Steuergerät an sich hinterlegt ist. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, wie zum Beispiel in Autotune. Es gibt ja diese Autotunes zum Beispiel halt auch von Dynojet, die funktionieren ja genauso, die haben eine Breitbandsonde drin, also ihr baut dann eine Breitbandsonde an der Seite, gebt einen Zielwert ein, sagen wir mal, ich möchte alles Lambda 0,9 haben und fahrt längere Zeit oder auf dem Prüfstand mit der Bremse und das Autotune stellt euch genau die Werte über den Power Commander genau ein. Das übernehmt ihr dann in den Power Commander und ihr habt das Gemisch im Power Commander für dieses Motorrad perfekt stehen. So, das brauchen wir quasi alles nicht mehr, weil das macht das Ding jetzt selber. Und zwar in einem Affenzahn. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Also wenn ihr das Fahrzeug abrollt, und wir haben natürlich auch einen Power Commander montiert, um mal zu gucken, was dann passiert. Und in dem Bereich, wenn ihr die richtig anfettet, also ich habe die richtig angefettet, bis zu 10% in diesem Closed Loop, fahrt ihr haltet diesen Bereich fest, seht, oh, schön fett, ne, ich sage mal Lambda 0,85 und das dauert 21, 2, ist dieser Wert wieder auf 14,7, 14,8. Ja? Also AFR-Wert oder Lambda 1. Ne? So, durch diese Sprungsondensignale aber, ne, weil das ja eine Sprungsonde ist, pendelt dieses Signal halt auch immer sehr stark zwischen 14,1 und bis zu 16 AFR oder halt Lambda 1, hast du nicht gesehen, 1,1. Ne? Weil diese Lambda-Sonde natürlich nicht so genau ist wie eine Breitbandsonde und daher kommt es genau in diesem Bereich zu diesen starken Gemischeinstellungssprüngen, nennen wir sie mal. Ne? So, und das merkt man hier auch auf der Rolle, wie das Motorrad dann in dem Bereich unheimlich anfängt, naja, so dieses berühmte Magerruckeln. Ja? Also wirklich sehr stark bemerkbar, weil eben halt genau in diesem Bereich das Steuergerät natürlich permanent nachreguliert, reguliert. Die Sprungsonde hüpft hin und her, zu fett, zu mager, zu fett, zu mager. Und daher ist dieses, naja, wie nennen wir es, eigenartige Fahrverhalten, was halt viele mokieren, oder daher rührt das. Ne? So, was können wir dagegen tun? Ja, gute Frage. Mit den klassischen Mitteln wird es auf jeden Fall so erstmal nicht funktionieren, weil wir können zum Beispiel mit diesen Optimizern, die es halt auch gibt, zum Beispiel halt auch von Dynojet, die werden ja zwischen die Lambda-Sonden geklemmt und verändern einfach das Lambda-Sonnensignal. Auch mit diesen Dingern können wir hier nicht arbeiten, weil die, wie gesagt, kein permanentes Sprungsignal weitergeben, sondern auch nur ein standardfestes Signal. Und daher nicht zu gebrauchen, hätten wir sofort eine Fehlermeldung. Die zweite Möglichkeit wäre, oder wenn wir die Möglichkeit hätten, in das Steuergerät reinzugehen und natürlich diesen Zielwert zu ändern. Das wäre natürlich
wie soll man nennen, der absolute Traum, weil dann würden wir einfach sagen, du arbeitest ja gut, ne, ist ja wunderbar, aber mach mal nicht mehr 14,7 oder halt Lambda 1, sondern mach doch mal alles in 12,5 oder halt wie gesagt Lambda 0,85 für Leistung. So, die Möglichkeit ist leider momentan noch nicht gegeben. Es gibt auch noch keine Rennsport-Maps von KTM, soviel ich weiß. Also wir hatten mal unsere Fühler ausgestreckt, aber wir vermuten, das wird wahrscheinlich mit der Präsentation des R-Modells auf 2020 dann wohl kommen, weil man hat ja auch mal erzählt, es würde eine Duke Battle kommen wieder mit diesem Fahrzeug und da hält wahrscheinlich KTM alles zurück und dann dementsprechend dann das mit einer kompletten Auslaufanlage wahrscheinlich von Akrapovic komplett zu präsentieren. Ja, nutzt uns nur jetzt nichts. Gut. Was können wir jetzt machen im Moment oder am Anfang? Wir können natürlich erstmal versuchen zu sagen, okay, wenn dieses Steuergerät so schnell arbeiten kann, wie es nun mal arbeitet, können wir uns das ja auf der anderen Seite auch zunutze machen. Und das war, indem wir einfach hingehen und sagen, okay, wir stecken jetzt zum Beispiel hier mal einen anderen Luftfilter rein mit mehr Luftdurchsatz. Das wäre ja bei einem älteren Modell immer das Problem, wir hätten mehr Luftdurchsatz im Luftfilter, hätten dadurch eben halt mehr Luft in der Vermischung vom Kraftstoff zur Luft und dadurch könnte das Motorrad dann zum Mager laufen. So, ist ja jetzt hier eigentlich nicht mehr möglich, weil ja die CPU die Sache permanent überwacht und dementsprechend auch die Mehrluft quasi wegregeln müsste, genau wie sie halt auch den Mehrsprit wegregelt. So, und ob das funktioniert, das testen wir jetzt und testen auch direkt hier mal den neuen Scorpion Endschalldämpfer, der extra für dieses Motorrad entwickelt worden ist. Natürlich alles mit EG-ABE, weil der Cut ist ja unten noch drin und dementsprechend, ja, schöner Endschalldämpfer. Jetzt hören wir uns mal an, wie er so läuft, wie der Sound ist und dann schauen wir auch noch mal, wie die Leistung ist. Ja, aber wie die Serienleistung war, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Ja, also es sind jetzt ein bisschen andere Diagramme, da wir ja jetzt einen Dynojet-Prüfstand haben, einen großen. Aber naja, auch das kriegen wir hin. Schauen wir uns an. Geht das los. So, kommen wir hier mal zu den neuen Diagrammen. Der Dynojet bildet das etwas anders ab als damals unser alter Hammerschläger-Prüfstand, aber im Endeffekt sind die Kurven dieselben. Kurz zur Erklärung, die durchgehende Linie ist die PS-Leistung und die gestrichelte Linie ist das Drehmoment. Ja? Drehmoment ist dann hier auf der rechten Seite, die PS-Leistung auf der linken Seite. Hier unten habt ihr dann auch direkt immer stehen, was der Lauf erbracht hat. Ihr seht hier Maximalleistung Kupplung. Ja, das ist jetzt auch neu, beziehungsweise nicht neu. Aber die Leistungsmessung jetzt auf dem Dynojet wird streng nach EG an der Kupplung gemacht, weil Hinterradleistung interessiert mich nicht, hatte ich ja schon mal öfters gesagt. Wichtig ist, dass ich muss wissen, was kommt aus dem Motor raus, quasi aus dem Ritzel. Und daher ist dieser Prüfstand direkt so eingestellt, dass er die Verlustleistung mitmessen kann. Beziehungsweise können die sowieso, nur ich lasse es direkt mit anzeigen. Ne? Also man hat mir auch hier in der Vergangenheit immer vorgeworfen, ich würde nach DIN messen. Also das ist ein altes Messverfahren, was eben halt die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc. nicht mit einberechnet. Da hat man mit der DIN auch immer hinterm Komma, etwas über dem Komma, ein bisschen was mehr. Also dementsprechend hier nur noch alles jetzt streng nach EG, die Möglichkeit, die wir auf dem Rollenprüfstand haben. Ja, diese richtigen Prüfstandsläufe, die für die Homologation gemacht werden, die werden natürlich in einem klimatisch perfekten Raum gemacht, mit einer Wirbelstrombremse direkt am Getriebeausgang, also direkt am Ritzel ab und da kommt so eine Welle drauf. Das können wir natürlich hier nicht, aber wir versuchen es mit der EG-Messung ungefähr abzubilden. Also, daher alles an der Kupplung gemessen, streng nach EG und wir kriegen hier raus bei dem Serienfahrzeug Duke 97 103,47 PS bei 9490 Umdrehungen und das Max-Drehmoment an der Kupplung ist 84,53 Newtonmeter bei
6480 Umdrehungen. Ja, schon mal kein schlechter Wert. Aber ihr seht natürlich hier oben, ne, beim Drehmomentverlauf, hier ist ein schwerer Knick drin und der bricht uns halt, ne, genau da weg, wo dieser berühmte Closed Loop eingestellt ist. Ja, das seht ihr hier, geht so ab 6 wird es dann wieder besser. Und das ist natürlich hier der Bereich, wo wir versuchen, dran zu arbeiten. Gut, so, dann geht es jetzt weiter. So, ne, ihr habt gesehen, also wir sind nicht ganz am Fahrzeugschein, also an den Werten des Fahrzeugscheines, aber das hat jetzt eher was mit der Witterung zu tun, beziehungsweise halt, wo da gemessen wurde, da wird das ja in einem perfekt klimatisierten Prüfstandsraum gemacht und hier haben wir das natürlich nicht, ne, ist klar. Daher geht das eigentlich schon in Ordnung. Auch die 86 Newtonmeter, ne, 84,53 Newtonmeter, auch super Wert für so einen kleinen Zweizylinder, sage ich mal. Also daher geht das alles prima in Ordnung. Ihr seht halt, oder ihr habt gesehen, gerade in der Leistungserklärung, dass eben halt dieser Knick, ne, der im Drehmomentbereich ist, kann man halt schön erkennen, dass eben halt da dieser Regelkreis arbeitet und uns da natürlich das Gemisch extremst abmagert und dadurch natürlich auch der Drehmoment quasi etwas einbricht. Ne. Die Leistungskurve an sich ist gar nicht mal so verkehrt. Ne. Also ohne oder mit wenig Wellen und Kanten drin. Daher kann man eigentlich gut rausbeschleunigen, aber nur sobald man eben halt irgendwo etwas langsamer fahren muss oder in der Stadt oder so ein bisschen auf der Autobahn mit zuckeln muss, wird es halt unangenehm mit dem Ding. Ne? Also daher, da müssen wir ran. Und jetzt versuchen wir natürlich mal, uns die Regelwut des Steuergerätes zunutze zu machen und geben jetzt mal einen anderen Auspuff drauf und einen anderen Luftfilter und probieren das mal einfach aus. Ich habe 3 verschiedene Varianten von Luftfiltern hier. Einmal ein KNN, einmal ein BMC und einmal den BMC Race. Der hat halt noch einen höheren Luftdurchsatz, ist normalerweise halt auch nur für den Betrieb mit zum Beispiel Rennsport-Mappings da. Aber wenn wir ja Glück haben, ne, macht sich hier unser Steuergerät die Welt, wie sie ihr gefällt oder wie sie ihm gefällt. Und dann hoffen wir mal, vielleicht kriegt es das ja auch geregelt und wir kriegen halt mehr Luft, dadurch wieder ein bisschen mehr Sprit und ja, ne, und auch ein bisschen mehr Leistung. Gucken wir mal. Ne? So, dann geht das los. So, jetzt hier die Messung mit dem Scorpion-Schalldämpfer und ihr seht schon, also die blaue Kurve ist der Scorpion und ihr könnt schon gut erkennen, dass eben halt hier tatsächlich der Endschalldämpfer schon ein bisschen was gebracht hat. Spitzenleistung ist ja eigentlich identisch, 103,47 zu 103,62, auch ja, Drehzahl identisch und der Drehmoment ja, ist ein Newtonmeter in der Spitze etwas besser, aber ne, das können wir auch vergessen. Wichtig ist eben halt hier unten, der untere Bereich, hier bei so 3.9, 4.000 Umdrehungen haben wir schon mal eine Verbesserung. Also tatsächlich haben wir dann hier statt 38,45 PS 41,58. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne, genau wie halt auch der Drehmoment, ja, von 67,61 zu 73,11. Das ist schon mal eine schöne Sache, dass also quasi nur durch das Wechseln des Endschalldämpfers wir in dem Bereich, gerade da wo wir rausbeschleunigen, auf jeden Fall schon mal, naja, locker 6 Newtonmeter mehr kriegen und das ist natürlich auf jeden Fall zu merken, ne, gerade so beim normalen Rausbeschleunigen aus der Kurve. Hat mich auch verwundert, dass allein ein Endschalldämpferwechsel so viel bringen kann, also so viel, also wenn man solche ja, positiven Auswirkungen hat.
Ja, aber naja gut, jetzt versuchen wir mal da ein bisschen dran weiterzumachen und probieren das mal mit den Luftfiltern. So, jetzt seht ihr hier dieses Potpourri an Luftfiltern. Ja, links klar der originale Papierfilter, dann rechts davon der neue KNN für die 97. Dann rechts vom KNN seht ihr den normalen BMC-Filter, ne, also Standard, quasi das Pendant zum KNN. Und auf der rechten Seite seht ihr den BMC Race-Filter. Unterschied sieht man da eigentlich gar keinen. Er hat halt noch einen höheren Luftdurchlass und der ist markiert mit einem hellen gelben Streifen. Den könnt ihr jetzt so nicht erkennen. Der ist auf der Filtermatte drauf. Das ist der einzige einzige Erkennungsmerkmal oder Unterschied zwischen diesen beiden Filtern. Optisch kann man das eigentlich kaum erkennen. Gut, so, die stecken wir jetzt alle mal hintereinander rein und werden einfach mal gucken, was dann passiert. Ja, dann geht's mal los. So, ich habe euch mal das Bild ein bisschen größer gemacht, weil jetzt sind da noch ein paar Kurven mehr drauf. Und ja, wir sehen, Luftfiltertausch an dem Fahrzeug bringt nichts. Aber gar nichts. Also wenn ihr hier unten seht, diese farbigen Kurven, wie gerade, also die rote ist der Serienfilter, wie ihr gerade schon bei der normalen Leistungsaufnahme gesehen habt, mit dem Scorpion-Schalldämpfer. Und alle anderen, blau, grün und naja, gelb, ist einmal der KNN, der BMC und der BMC Race. Also ihr seht, die Kurven sind absolut deckungsgleich. Ne? Also das ist, der grüne hat sogar so einen kleinen Ausreißer hier, aber das ist ne, messtechnisch nicht relevant. Also daher einfach einen, naja, Sportluftfilter reinstecken, bringt euch gar nichts, das Geld könnt ihr euch sparen. Ja, ihr seht, ne? Nein, hat nicht geklappt. So wie ich mir das vorgestellt hatte, dass eben halt quasi jetzt mehr Luft kommt und das Gerät jetzt dementsprechend nachregelt. Klappt nicht mit den Sportluftfiltern, weil wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, einfach mal wieder die Luftzufuhr zum Filter einfach zu klein ist, weil ne, wer sein Motorrad kennt oder wer die 97er kennt, die einzige Luftzufuhr ist hier diese kleinen, ne, sind so groß einmal da und auf der anderen Seite hinter diesem Sieb verborgenen Gummischnorchel, die dann die Luft zum Filter ja, zuströmen lassen. Und da sind auch noch so gerichtete kleine Gummiwinkel drin. Also ist nicht wirklich ein guter Luftdurchsatz zum Filter. Dadurch kann mal wieder die Über-Unterdruckwelle nicht vernünftig arbeiten oder wird wahrscheinlich zu stark zerklüftet oder zerstört oder die Strömung ist halt nicht optimal. Dadurch können diese Luftfilter so gar nicht arbeiten und dementsprechend können wir auch da, so wie es aussieht, keine Leistung generieren oder mehr Leistung generieren als mit dem Serienfilter. Gut, also das kann man sich erstmal sparen. Einzige, was wirklich was gebracht hat, ist halt der Endschalldämpfer, bisschen mehr Drehmoment, PS-Leistung in der Spitze nicht, aber im unteren Drehmoment oder im unteren Drehzahlbereich etwas mehr Leistung. Also daher, wenn man sowieso dieses, naja, ist ja nicht gerade ein Design-Glanzstück, dieser Schalldämpfer, hört sich zwar gut an, aber wem das Ding also partout ne, optisch nicht geht, ne, dann auf jeden Fall kann ich empfehlen. Scorpion ist auch ein bisschen leichter und dementsprechend sehr formschön und auch nicht der teuerste. Ne? Gut, ja, ne, das jetzt mal zum Erstkontakt. Der 97 Duke hat nicht so ganz geklappt oder wir hatten uns mehr erwartet, in der Richtung schon was machen zu können, aber ne, wir sehen das ja sportlich und als Herausforderung und werden jetzt da natürlich weiter forschen und versuchen, gerade diesen Closed-Loop-Bereich da zu knacken. Wie auch immer. Das werdet ihr wahrscheinlich dann im nächsten Video zu dem Thema sehen. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Haut rein, bis dann und ciao.
Ja, also dass hier die Senkung wesentlich